Hallo liebe Hungrige, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber auf meinem Kanal gibt es eine ganze Playlist zu Rhabarberrezepten. Die habe ich durchgeschaut und mir ist aufgefallen, den eigentlich klassischen Rhabarberkuchen, so wie ihn früher auch schon meine Oma und später auch meine Mutter gebacken haben, den gab es hier noch nicht. Das soll sich also heute nun ändern und das lohnt sich auch, denn der Kuchen ist einfach, belegsicher und lecker. Wir brauchen dafür Mehl, das darf Dinkel oder Weizen sein, Backpulver, Butter, Zucker, gemahlene Mandeln, eine Prise Salz, Eier, Vanillearoma, ein bisschen Zimt und geriebene Zitronenschale. Gern frische, aber wenn nicht vorhanden, so wie bei mir gerade, dann auch aus der Tüte. Und selbstverständlich brauchen wir natürlich Rhabarber und nachdem wir diesen klein geschnitten haben, geben wir ihn in eine Schüssel, streuen etwas Zucker darüber und vermengen dann beides. Anschließend ungefähr eine halbe Stunde ziehen lassen, um später dann den Saft abgießen zu können. In der Zwischenzeit kümmern wir uns erstmal um die Streusel, schmelzen dafür etwas Butter, streuen Mehl dazu und ebenso die gemahlenen Mandeln. Wir ergänzen mit Zucker und dann noch einer Prise Salz. Auch der Zimt kommt mit dazu und ein bisschen vom Vanillearoma. Anschließend alles zu Streusel verkneten. Ich nehme das Rührgerät dafür, könnt aber natürlich auch mit den Händen machen. Nun geben wir in eine andere Schüssel das Mehl, schütten Backpulver dazu und vermengen dann beides miteinander, am besten mit einem Schneebesen. Nun brauchen wir wieder weiche Butter, schütten zu dieser in eine Schüssel Zucker. Wir ergänzen mit einer Prise Salz und dann mit dem Zitronenschalenabrieb. Nun alles cremig aufschlagen, am besten natürlich mit den Schneebesen des Rührgeräts. Dann geben wir so verteilt auf 2 Portionen die vorbereitete Mehlmischung mit hinzu und arbeiten diese ein. Fehlen noch die Eier und auch diese geben wir nur nacheinander dazu und rühren sie ein. So, und nun brauchen wir wieder den Rhabarber. Ihr seht, es hat sich Saft gebildet. Diesen gießen wir ab und geben nun ungefähr 1/3 der Rhabarberstücke mit in die Schüssel zum Teig. Diese dann unterheben, also Rhabarber und Teig gründlich miteinander vermengen. Und nun brauchen wir eine Backform, optimal mit einem Durchmesser von 24 cm. Entweder einfetten oder, so wie bei mir hier, mit Backpapier auslegen. Und da hinein geben wir nun auf den Boden der Form den vorbereiteten Teig, ein bisschen gleichmäßig schon verteilen. Und anschließend gleichmäßig und bis an den Rand hin verstreichen. Ist ein bisschen eine zähe Angelegenheit, aber mit Teigschaber oder Teigkarte bekommt ihr das schon hin. Haben wir dies erledigt, wird nun der restliche Rhabarber darauf verteilt und ich mache das mal im Eiltempo. Fehlen noch die Streusel und diese geben wir nun obendrauf über die Rhabarberstücke. Haben wir diese einigermaßen gleichmäßig verteilt, geht es ab in den Ofen und hier wird unser Kuchen nun bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 30 Minuten gebacken. Danach rausnehmen und wenn wir ihn dann rausnehmen, sieht er so lecker aus, duftet auch schon wunderbar. Wir befreien ihn aus der Form und dem Backpapier und lassen ihn abkühlen und danach empfiehlt es sich, ihn noch mit mehr oder weniger Puderzucker zu bestäuben. Und schon können wir diesen leckeren Kuchen genießen. Wer möchte, kann natürlich auch noch einen Tupfen Schlagsahne drauf geben, ganz nach Geschmack eben. Ein wirklich köstlicher Rhabarberkuchen, logisch, sonst wäre es ja auch kein Klassiker geworden. Und wie ihr sehen konntet, geht wirklich ganz einfach. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr aber doch lieber einen Schokokuchen essen möchtet und dazu vielleicht ein leckeres Eis, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.